Grüß euch! Dieser Teil unseres Griechenland-Urlaubes führt uns ins antike Mistras. Von unserem Stellplatz aus hatten wir ein wunderschönes Panorama auf diese tolle Ruinenstadt. Dank unserer Drohne konnten wir einen kurzen Blick auf Sparta und seine byzantinischen Bäder werfen. Unser Tipp ist, sich für die Besichtigung Mistras am besten einen ganzen Tag Zeit zu nehmen. Das moderne Mistras hat sich prächtig herausgeputzt und bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und Restaurants. Wir fahren am Haupteingang vorbei und parken beim oberen Eingang. Später werde ich zu Pauli zurückkehren und unseren Van beim tiefer gelegenen Haupteingang abstellen. Man kommt mit dem gekauften Ticket wieder auf das Gelände zurück. So ersparen wir uns zu guter Letzt den schweißtreibenden Aufstieg. Der Eintritt kostet 12 €, Kinder sind gratis. Unseren Rundgang starten wir mit dem beschwerlichen Aufstieg zur Festung. Sie wurde 1249 von Wilhelm II. Von Wilhardin erbaut und stellt den ältesten Teil der gigantischen Anlage dar. Er konnte sich jedoch nur 13 Jahre der schönsten seiner Burgen erfreuen, war sie doch der Preis, den der in byzantinischer Gefangenschaft Geratene für seine Freilassung entrichten musste. Oben angelangt, wird man mit einem grandiosen Blick auf die lakonische Ebene belohnt. Unter der Machtherrschaft der Byzantiner wuchs Mistras rasch über seine militärische Zweckbestimmung hinaus. Wohnhäuser, Kirchen und Klöster wurden unterhalb der Festung erbaut. Nachdem wir die heutigen Bewohner beobachten durften, steigen wir zur Oberstadt ab. Hier treffen wir auf die 1370 vollendete Kirche Hagia Sophia. Unter türkischer Herrschaft wurde sie als einzige Kirche zu einer Moschee umgewandelt.
Innern wirkt die Kirche wesentlich höher, als ihre äußere Form vermuten lässt. Ein paar Fresken sind erhalten geblieben, darunter eine Christusdarstellung in der Apsis. Am kleinen Palast vorbei gelangt man zur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbauten Kirche Agios Nikolaos. Geweiht war sie Nikolaus von Myra, aus der Weihnachtszeit bestens bekannt. Die hier zu sehenden Fresken erzählen seine Geschichte. Gleich daneben befindet sich der Despotenpalast, das weltliche Zentrum Mistras. Leider ist er seit mehreren Jahren wegen Restaurierungsarbeiten komplett gesperrt. Durch das Monemvasia-Tor gelangt man aus der Oberstadt heraus. Im südlichen Teil des Ruinenfeldes befindet sich das Pantanassa-Kloster. Es ist das einzige heute noch von Nonnen bewohnte Kloster Mistras und es wurde als letztes Gebäude unter byzantinischer Herrschaft erbaut. Die Apsis zeigt, im Gegensatz zu Hagia Sophia, Maria, flankiert von Erzengeln. Die Gottesmutter, die Allherrschende, wird hier noch immer von Gläubigen verehrt. An den Wänden befinden sich Fresken der himmlischen Liturgie und andere religiöse Themen.
Von hier laufe ich zurück zu unserem Van und parke ihn, wie schon erwähnt, zum Haupteingang um. Beim Perifleptos-Kloster werden wir uns wieder treffen. Die Anlage stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Kirche datiert auf 1350. Die Fresken sind noch original und zeigen die ganze Heilsgeschichte. Zum Beispiel die Mutter Gottes und das Christkind in der Krippe, die Taufe im Jordan, das letzte Abendmahl und viele mehr. Durch eine Pforte aus der venezianischen Zeit 1714 verlassen wir das Kloster und begeben uns zur Unterstadt. Byzanz hatte über die Franken gesiegt und so wurde Mitropolis, die älteste Kirche Mistras, 1291 erbaut. Mit der neuen Kirche entwickelte sich die Stadt, in der bis zu 42.000 Menschen lebten, zum religiösen Zentrum des südlichen Peloponnes. An dieser Stelle wurde der letzte byzantinische Kaiser Konstantin XI. Gekrönt, über 1000 Kilometer von Konstantinopel entfernt. Die Basilika ist den heiligen Demetrios geweiht. Im ehemaligen Bischofspalast befindet sich ein kleines Museum mit architektonischen Fragmenten. Der Himmel verdunkelt sich zusehends und wir beeilen uns, die letzte Kirche Mistras zu besuchen. Es handelt sich hierbei um das Katholikum des Klosters von Dochion, der Kirche der wegweisenden Madonna. Die besten Künstler ihrer Zeit kamen von weit her, um sich hier zu verewigen. Der Himmel öffnet seine Schleusen und wir verlassen fluchtartig Mistras. Wir hoffen, dass dir dieses Special gefallen hat
und es würde uns freuen, wenn du dir den nächsten Teil unseres Griechenland-Urlaubs 23 anschauen würdest.